Will they adore me again when they share my fate? Willkommen zu einer neuen Folge Vampyr. Wir sind im Theater und ja, diese Doris Fletcher suchen wir. Keine Ahnung, ob das ein altes Tagebuch von Doris Fletcher. Ja. Wenn ihr das hier in Ruhe lesen wollt, haltet das Video an. Ich überfliege es jetzt aber nur schnell. Und dann könnt ihr das in Ruhe durchlesen. Weil das würde den ganzen Rahmen sprengen, finde ich. Wenn ich jetzt hier noch anfange, tausende Kilometer lange Sachen hier durchzulesen. So, gucken wir mal, ob da unten überhaupt jemand ist. Nein. Nur eine nette Neonröhre, die uns ein bisschen blendet. Da ist noch ein böshafter Skull. Da ist noch ein, ja, irgendwas anderes. Okay, also hier kommen wir auch runter. Die Frage ist, bleiben wir hier oben in den oberen Rängen erstmal? Blut. I can't believe I'm doing this. Ach komm, es gibt Schlimmeres. Okay, können wir da durch? It's locked, all right. Okay, dann ist es verschlossen. Aber hier kommen wir runter. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah, but Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final. Nee, war das klar. Habe ich nicht irgendwie schon gesagt, dass sie ein Boss ist? Und sie ist sogar Level 30. Wow, schon wieder 8 Level über uns. Aber die ist zum Glück. Zum Glück ist die, sag ich mal, jetzt ganz bösartig. Nicht so kacke, dass man sagen kann. Man merkt, dass sie so hoch im Level ist. Ja, komm, wir können 10 killen. Der ist ja nur Stufe 1. Das ist alles, was du kannst. Ja, genau, noch so ein Blödsinn. Nimm das hier, komm. Wieder so eine blöde Wolke.
Jetzt wird die richtig eklig. My children, my beloved, die for the love of me. Woe unto thee, son of Babylon! Brauche mehr Blut. Na komm, jetzt versucht ihr mich in die Enge zu drehen. Come to me, my son! Avenge me! Übertreib es mal bitte. You killed my father! Prepare to die! Wen habe ich ermordet? Dass ich wusste, dass ich irgendeinen Vater ermordet hätte. Arise and save your queen, my slave! Ja, nimm das hier, komm. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher, the greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ah! 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 Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that Skal infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie komme ich The hier West raus? End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Genau, also erstmal schnell raus hier. Ich finde es auch irgendwie seltsam, dass diese ganzen Theaterleute, wenn die in irgendwelchen Spielen auftauchen und da immer verrecken, dann so immer theatralisch, übertrieben, dramatisch mal sterben müssen.
Warum? Warum muss das... Ist das so Klischee oder... Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind ja auch irgendwelche Leute bei euch unter, die so theatermäßig begeistert sind. Findet ihr, das ist ein Klischee, dass diese Leute immer so sterben müssen? Schreibt es in die Kommentare. These people want me dead. I need to leave now. Das ist ja nicht schwer, wir sind ja schon aus dem Theater fast raus. Mal schnell gucken. Okay, wir müssen zum Ascalon Club. Vielleicht können wir hier rechts gehen. Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Jetzt mal überlegen, muss ich nach links? Ich kann auch rechts rumgehen. Das war ernsthaft. Warum sind von dem Haus der Eltern von ihm Skulls? Verstehe ich nicht. Gut, also gucken. Wir haben ja hier ein paar neue Sachen gefunden. Inwiefern die besser sind. So, das hat 240 gemacht. Und das macht nur 140. Wenn das auf Stufe 5 wäre, würde das wie viel machen? 210. Das ist immer noch schlechter als unser Messer. Ja, vielleicht. Mal gucken. Also, wo war dieser Red? Ach, genau, der war hier vorne. Dann erstatten wir mal dem kleinen Bericht. Diese Ladebalken, die sind ja echt katastrophal. Warum? Warum sind die Ladezeiten so extrem hoch für kleine Räume? Wenn er die Hauptmap laden würde, dann kann ich das ja verstehen, aber so einen kleinen Raum nirgendwo? Das ergibt beim besten Willen keinen Sinn. Ach, guck mal, hier sind schon wieder ein paar neue Leute dazugekommen. Das ist dann nicht Lady Ashbury? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ja. Irgendwie schon seltsam. Vor allem Qualität des Blutes unbekannt. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town.
She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Your word is my command. Nun gut, er soll ein Vampir werden. Dann machen wir das doch mal. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage, and only capable of creating skulls. Please tell me Interessant. more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Ach, wir machen es einfach mal. Ja, im schlimmsten Fall können wir ihn noch umboxen. So sehe ich das jedenfalls. Und vielleicht gibt es ja auch wieder ein bisschen mehr EP. Und EP können wir ja auch gebrauchen. So sehe ich das jedenfalls. Haben ja noch nicht genug. Oh, diese Ladezeiten, ey. So. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from... Den Eingang von Temple Church, das ist ja hier.
one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Women of all countries unite! Ja, wo er recht hat. Ich glaube, da machen wir erstmal eine kleine Gedankenpause. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.